und Kreativitätscoach. Ich möchte dich jetzt durch eine Ausstellung von mir führen, die ich im Jahre 2018 im Oktober in Rom gemacht habe. Und ich werde im Wesentlichen einen Text vorlesen, den Petra Meyer-Die Pina, eine Künstlerin aus Hamburg, für mich geschrieben hat. Der Titel der Ausstellung verspricht die Einladung, Neuland zu betreten. Terra Incognita sind Landmassen, die auch nicht kategoriert oder beschrieben waren. In dieser Ausstellung geht es um unbeschriebenes, vielleicht auch unbeschreibliches Territorium. Man könnte es auch Wildnis nennen. Gebiete, die wir noch nicht betreten haben, die ihren eigenen uns unbekannten Gesetzen folgen. Wenn wir uns öffnen für das, was da kommt, sind wir in der Lage, in dieser Terra Incognita unsere Erfahrungen zu machen, etwas zu sehen, zu erleben, was für uns wirklich neu ist. Als Einführung in das Werk von Marina Büning sei hier ein kleiner Bogen geschlagen, der Ihnen das Eindringen ins Unbekannte erleuchten soll. Mit der hier gezeigten Auswahl schließt Marina Büning ihre Ausbildung als Bildhauerin an eine jahrhundertlange künstlerische Tradition bildender Naturdarstellungen an. Bereits 1503 zeigt der berühmte Nürnberger Maler Albrecht Dürer ein kleines Stück Rasen mit Wildblumen und Unkräutern, zu dieser Zeit ein höchst banales Motiv, das er in präziser Sorgfalt abbildet. Von einem respektvollen, niedrigen Standpunkt aus wird der Blick des Betrachters ins Innere dieses zu erforschenden Mikrokosmoses geleitet. Wissenschaftliches Interesse an gewöhnlichen heimischer Vegetation oder bescheidene Annäherung an einen Ausschnitt des Ganzen, an die geheimnisvollen Kräfte der Natur, das ist hier die Frage. Zurück zur Ausstellung. Wir werden empfangen von der Arbeit The Green Man is Very Angry, 1 and 2. In einer kleinen und in einer größeren Ausführung. Der Legende nach ist er der Sohn eines Bären und einer Frau, dieser wilde Mann. Als wildes, anthropomorphes Wesen, mit enormen Kräften, aber mit menschlich verwundbarem Körper, lebt er in unbewohnten und gänzlich unbewohnbaren Wäldern und Berggebieten. Er ist Teil der Terra Incognita und symbolisiert menschliche Wildheit und unsere Ängste, Triebe, Instinkte. Bereits seit der Verbreitung des Christentums im Mittelalter wird seine mysteriöse Natur verfolgt und bekämpft. Der Hüter von Sitten und Normen kultivierter Gemeinschaften fürchten ihre Unberechenbarkeit und Unkontrollierbarkeit. Marina Bünings Verhältnis zur Natur spiegelt sich in vielerlei Hinsicht sowohl in ihrem künstlerischen Werk wie in ihrem Alltagsleben nieder. So arbeitete sie bildhauerisch mit Naturmaterialien wie Steinen, Fundhölzern. In einer großen Rauminstallation benutzte sie Schafwolle, das war in San Casciano di Bagno in der Toskana. Sie hegt ein besonderes Verhältnis, pflegt sie aber zu Tieren, deren Gesellschaft sie sich erfreut und deren Verhalten und Kommunikationsweisen sie immer wieder zu Studien und künstlerischen Arbeiten anregen. Vielleicht ist es die Unmittelbarkeit und Unverstelltheit, aus der heraus Tiere ganz eindeutig agieren, die die Künstlerin fasziniert. Während sich das menschliche Miteinander in ungeheurer Kompliziertheit hinter 1000 Masken abzuspielen scheint, steht das Sein der Tiere den Kreisläufen der Natur näher. Tiere sind nicht solche Jammerlappen, sie beschweren sich nicht über ihren Beruf, sagte mir mal ein Kind. Die Wildnis kann aber durchaus auch gefährlich sein, weil Dinge passieren, die wir nicht vorhersehen können. Haben wir den Mut, in unsere innere Wildnis zu betreten, wird auch die äußere Wildnis weniger furchterregend. Die Tiere des tiefen Waldes fliehen vor der Bestie, die sich im Inneren versteckt hat. So zu sehen in der Grafik in The Wild One und in The Wild Two. Beides Linoleumdrucke mit unterschiedlichen Platten und in einer sehr komplizierten Weise aufgebaut. Hingegen fröhlich und gleichwohl in stoischer Linie einer Karawane bewegen sich die Tiere in der gleichnamigen Radierung Karawane durch die Wildnis, wie durch das Leben einem unbekannten Ziel folgend.
Als Mehrplattendrucke präsentieren sich hier Kompositionen in grafischer Auffassung mit harten Kontrasten in Form und Farben. In teilweise unorthodoxer Anwendung der klassischen druckgrafischen Techniken gelingt Marina Bünig ein Ausdruck von dynamischer Lebendigkeit, die mit dem Wachstumspotenzial der Natur zu korrespondieren scheint. Ihre Arbeiten sind von ihrer Erfahrung in und mit der Natur geprägt. Diese Erfahrungen gehen aber weit hinaus über eine bloße Betrachtung oder auch ein sich nur Aufhalten in der Natur. Es geht um einen tiefen Kontakt mit der inneren und äußeren Wildheit, den wir in der Natur finden können. Dahin möchte Marina Bünig den Betrachter ihrer Arbeiten mit hinnehmen, so in der Installation Ein guter Platz zu sterben, wo es darum geht, was eigentlich bleibt. Tierknochen umhüllt sie mit Netzen aus rotem Garn, was zunächst bizarr und fremdartig anmutet. Die Assoziation zu Blut und die Kombination mit der liebevollen Häkelarbeit und dem frischen Gras lassen sie aber merkwürdig lebendig erscheinen. In archaischen Kulturen gelten Knochen als Sitz der Erinnerung, als über Generationen hinausweisende Speicherinstrumente von Erlebnissen und Erfahrungen. Aus dieser Erinnerung heraus aktivieren sich Intuition und unmittelbare Reaktion. Aber auch das Meer, das Wasser als Teil der Natur, darf nicht fehlen in dieser Ausstellung. Come profondo in mare. In dieser Arbeit taucht man tief ein, um zur Ruhe in Bewegung zu kommen. Ein Gefühl, das man beim Tauchen, aber auch beim Tanzen oder auch beim Reiten in Harmonie mit dem Pferd haben kann. Bewegungsarten, die die Künstlerin praktiziert. Marina Bünigs Arbeiten zeigen in spielerischer, doch sehr ernst gemeinter Weise die gegenseitige Abhängigkeit von Mensch und Natur. Und sie nehmen die Betrachter mit auf eine Erkundung, die hinter die Phänomene der äußeren Natur schauen möchte. Natur als Inbegriff der Veränderung und des stetigen Wandels. Sie steht hier wie die Figur des wilden Mannes für unsere innere Wildheit, unsere Ängste, Triebe, Instinkte und für die Möglichkeiten und Risiken, die der Annäherung an unerforschte Bereiche der Realität innewohnen. Und so schließt diese Einladung zur Betrachtung mit einem Satz aus der berühmten Proportionslehre des Albrecht Dürers. Das Leben in der Natur gibt zu erkennen die Wahrheit der Dinge. Die Ausstellung Terra Incognita berührt durch ihre Lebendigkeit und durch die Naivität ihrer Bewohner. Sie tröstet nicht nur mit ihrem Hinweis auf die Natur als guten Ort, um zu sterben, sondern macht, wie es die Farben Grün und Rot seit langer Zeit verheißen, Lust auf Leben und schöpferisches Sein. Ja, das war's und ich hoffe, es hat einen guten Einblick in die Ausstellung gewährt und auf Wiedersehen.